Ja, hallo liebe Leute, hier nochmal ein neues Video. Ich hatte ja mal das Video gemacht zu der Herzplatine und da habe ich jetzt angefangen, das Programm zu schreiben, beziehungsweise angefangen. Ich bin schon weit fortgeschritten. Wir sind jetzt hier bei 1481 Zeilen angelangt. Das ist schon ziemlich komplett und da wollte ich euch, das ist halt kein Programm für ein Tutorial, um dazu zeigen, wie man das aufsetzt, weil das ist schon ziemlich umfangreich, aber ich wollte euch zeigen, was ich gemacht habe. Und ich werde dieses Programm auch, wenn es soweit ist, das ist relativ allgemein gehalten, für so LED-Steuerung, das werde ich auch irgendwie bei GitHub oder was auch immer veröffentlichen. Muss ich mal gucken, wie sowas überhaupt geht. So, fangen wir an. Also wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann wollen wir mal die Platine auf den Bildschirm holen. Und zwar machen wir mal gerade, das ist hier. So, die Platine ist noch nicht produziert. Deswegen habe ich erstmal einen Teil der Leuchtdioden, das sind schon ziemlich viele, hier auf dem Steckbrett positioniert, verbunden. Es sind noch nicht alle auf dem Steckbrett hier verbunden und das sind immer noch nicht genug für das Herz, weil da sind noch mehr drauf. Hier habe ich im Moment 60 Leuchtdioden, davon sind aber nur 48 verdrahtet, weil mehr Kabel habe ich nicht. Und dann mache ich das mal an. Ich habe hier einen Ausschalter, ihr seht hier glaube ich meinen Finger und machen wir mal an und dann fängt das Lauflicht hier an zu laufen und wir schauen jetzt mal gerade so eine Sequenz durch. Also das hier ist jetzt erste Sequenz, so 5 Leuchtdioden sind es glaube ich und mit einem Abstand, die werden rotiert. Dann haben wir hier 10 Leuchtdioden am Stück, die werden langsam durchrotiert. Immer zwischen den 48 Leuchtdioden. So, dann haben wir hier ein Füllen und ein, ich nenne es einfach mal Night Rider. Und das hier ist das Ganze invertiert. Und dann haben wir hier noch solche Funktionen. Das hier ist, das flackert so, weil das, da habe ich gleich noch eine Funktion, die das nicht macht. So, dann haben wir das Flackernde hier auch invertiert. So, das soll es gewesen sein. Dann haben wir ein Blinken. Dann haben wir Dreierreihen Leuchtdioden, die werden immer invertiert und hier nochmal rotiert. Also eine Art Lauflicht. Was man hier sieht, das läuft immer in dieselbe Richtung, weil die Leuchtdioden sind hier Nummer 1 bis da Nummer 30 und das hier ist dann 31 bis 48 und das hier ist die Funktion, wo es nicht flackert. Und das geht auch 8-mal. So, das Ganze dann auch noch invertiert. So, und dann haben wir hier ein Lauflicht, wo man beliebige Leuchtdioden angeben kann, die zum Lauflicht gehören sollen. Deshalb geht das jetzt hier auch rund und nicht mehr so wie vorhin immer in dieselbe Richtung. Und das war auch die Sequenz dann. Wenn er hier ein paar Mal das rotiert hat, dann fängt es von Anfang an. So, im Programm habe ich hier einmal Defines. Damit kann ich einzelne von diesen Sequenzen ausschalten, wenn ich mich auf eine konzentrieren will. Und das hier ist die New Roll, habe ich das hier genannt. Das ist die letzte, die hier gerade gezeigt wird. So, dann haben wir hier noch 2 Tasten und damit kann man die Helligkeit der Leuchtdioden ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke und dann sieht man, sollte man sehen, ich glaube schon, es wird jetzt so langsam
dunkler und jetzt haben wir die LEDs ganz dunkel und dann kann man das wieder in die andere Richtung und kann die auch wieder hell machen. So, was hier ganz interessant ist, wie das mit den verschiedenen Sequenzen erledigt ist. Also zum einen habe ich hier mehrere Interrupts benutzt, und zwar, da haben wir hier einen Timer, der Timer 0, der ist in 8-Bit, der ist für das Scannen der Scanlines zuständig, weil 8 Leuchtdioden werden immer zusammen angesteuert. Ich nehme mal gerade einen Stift. Hier, da haben wir 8 Widerstände. Das ist der Port A und der geht immer auf 8 und 8 und 8 und 8. Das waren auch die 48 Leuchtdioden im Moment. Und dann haben wir dann den Port B und den Port C. 5 Bits von Port B und im Moment eine von Port C, aber das sind natürlich mehr bei dem Herz dann. Die sorgen dafür die geben dann den negativen Pol an die gemeinsamen Leuchtdioden, damit ich eben das mit einer Multiplex-Ansteuerung halt ansteuern kann. So, die Multiplex-Ansteuerung, das macht eben, wie gesagt, der Timer 0 und der ist hier mit einem Teiler von 64 eingestellt und geht dann regelmäßig da rein und macht eben die nächste Scanline, zeigt er an. So, dann haben wir den Timer 2, der ist für die Helligkeit. Und dann haben wir noch den Timer 1 und der ist für die Tastenabfrage. So, dann kann man sich die Interrupt-Routinen anschauen. Also das hier, da werden die gesetzt, die Timer. Mehr ist das nicht. Und was dann hier noch kommt, das ist, hier werden auch so ein paar Variablen gesetzt, Key Save und so weiter. Das braucht man halt, damit die Tastenfunktion, dass das nicht zu schnell durchtickert. Da ist so ein Repeater drin. Ich kann die also hier einmal machen. Wenn ich die gedrückt halte, nach einer gewissen Zeit, dann macht er halt den Repeat. So, dann kommt hier kommen die verschiedenen LED-Sequenzen. Einmal wird hier der Bildschirm gelöscht. Da sieht man hier schon, ich habe hier nicht jetzt einfach einen Aufruf-Call da drin, sondern ich lade ein Programm. Das heißt hier PR-Clearscreen und da wird der Pointer darauf geladen in die Z-Variable High und Low und dann wird ein OneProc, heißt das, wird aufgerufen. Das OneProc ist ein Programmteil, der halt verschiedene Programme ausführen kann. Ich habe also nicht einzelne Programmteile, die ich immer mit Call aufrufe, sondern es ist schon ein bisschen was anderes. Da kommen wir gleich zu. So, dann kommen hier dann die verschiedenen Programmteile. Hier haben wir den Test Nummer 1, hat das gehießen. Das ist das Aufrufen der 5 Leuchtdioden, die so in Einserabständen sind. Und das hier ist die 48 Mal wird das durchgerollt. Und hier wird es dann in der anderen Richtung durchgerollt. Und das sind immer hier, da wird ein Programm geladen und OneProc aufgerufen. Und hier wieder geladen, OneProc aufgerufen. So, die Laufvariablen hier Temp 1, die wird gepusht und wieder gepoppt, die wird auf einen Stack geladen, damit ich eben nichts anderes damit überschreibe. So, dann geht's. Und hier ist dann mit dem if-def-mod 1, da kann ich eben oben mit der Variable das ausschalten, dann habe ich den Part weg. So, hier, das ist wieder, da wird der Bildschirm gelöscht, dann kommen die 10, da sieht man hier PR, Command 2 wird da genutzt, und das Command 2, das ist das Kommando dieses OneProc, da gucken wir gleich rein, wie das funktioniert. So, dann haben wir hier Set 10, also 10 LEDs werden gesetzt und dann kommen wieder diese Rollprogramme, dieselben wie oben.
Und zwar auch 48 Stück und einmal hoch, einmal runter. So, man könnte hier die Anzahl einfach noch höher setzen, dann wird das ein bisschen länger laufen. So, dann haben wir hier den nächsten Programmteil mit Mod 3, kann der deaktiviert werden, wird wieder Bildschirm gelöscht. Und da muss ich jetzt selbst ein bisschen gucken. Also das ist, dass da 30 drin steht, das liegt daran, dass ich am Anfang mit 30 Leuchtdioden angefangen habe, das dann auf 48 aufgerüstet habe. Deswegen stehen da überall noch die 30 drin, da nicht von irritieren lassen. Und dann haben wir hier das Programm, da werden 30, also in dem Fall 48 Leuchtdioden gesetzt. Und hier werden dann diese Leuchtdioden auch wieder gelöscht. Und zwar, das ist das Hin und Her mit gesetzten Leuchtdioden. Das ist auch das Kommando 2, was ich genutzt habe bei dem Setzen der 10 Leuchtdioden hier. Und gleich gucken wir, wie die Programme aussehen. Und hier, das ist dann, da haben wir hier noch auch Kommando 2. Und zwar, da ist der Unterschied ist vorwärts und rückwärts. Das hier oben ist rückwärts, das hier ist vorwärts. So, dann haben wir hier wieder löschen. Und das nächste Programm, das ist das Kommando 7, was da benutzt wird. Und das wird 4-mal gemacht. Und hier kommt nochmal das Kommando 7. Und zwar die zweite Version davon. Können wir gleich gucken, wie die aussehen. So, dann sind wir jetzt hier schon. Dann wird das Ganze noch gerollt. Oder was machen wir hier? Nee. Dann kommt 4-mal 6 und dann wird der Bildschirm gesetzt und dann wird nochmal 4-mal 6 genutzt. Das sind die flackernden Leuchtdioden, die wir jetzt gerade auch auf dem Display sehen, und das sind die invertierten hier davon, wo vorher der Set-Screen durchgeführt wird. So, dann, das ist das Blinken. So, dann haben wir hier, ich weiß nicht genau, was es ist. Doch, das sind die Dreierreihen, die wir jetzt gerade sehen, die jetzt gerade gerollt werden. Hier werden die aber am Anfang getoggelt. Einmal nach rechts, einmal nach links. Toggle, Toggle. Und dann kommen die Rolls, die wir gerade gesehen haben. Und dann haben wir hier Befehl 15, das sind die, die nicht mehr flackern. Und das ist das mit dem hellen Schirm, also das invertierte davon. So, und dann haben wir hier den Slow-Test, der wird nicht ausgeführt, der ist deaktiviert. Und hier, das ist jetzt die New Roll, da sieht man hier, und da wird vorher was geladen. Und zwar die 10 Leuchtdioden, und dann kommen hier die beiden Befehle dafür für die linke und rechte Richtung. Und hier kommen jetzt die Programme, die ich mit diesem PR aufrufe. Und zwar dieses OneProc, das hat das ist hier so eine kleine Programmiersprache, die ich dafür entwickelt habe. Also Befehle fangen immer an mit einer 0 an. Dann kommt eine Befehlsnummer. Dann kommt bei diesem Befehl hier ein Start- und eine Endleuchtdiode, dann ein Delay und ob es gesetzt oder gelöscht werden soll. 0 ist löschen, 1 ist setzen und beendet werden die mit 0xFF. Man kann mehrere Befehle hintereinander setzen. Ich könnte jetzt hier hinter einfach weitermachen, nicht mit FF, sondern mit 0,2 und dann wieder oder 0,3. Und das sind jetzt die Programme, die ich hier aufgerufen habe. So, bis hier unten COM16 Roll X und COM16 Roll Y. Die sind schon ein bisschen aufwendiger, die Programmchen. Dann kommen erstmal die Interrupt-Routinen. Das hier ist die Interrupt-Routine, die
das Scannen der Scanlines macht. Das ist hier die Interrad-Routine für die Helligkeitssteuerung. Da ist das hier der wichtige, und zwar, da werden die LEDs gelöscht, um eben eine dunkle Anzeige zu machen, und das eben gesteuert über den Wert Intens. Den haben wir hier, der wird hier reingeladen, wird verglichen, und anhand dessen werden die Leuchtdioden gelöscht. So, das ist die Interrad-Routine für die Tastaturabfrage. Da steht unbelegt zurzeit, das stimmt aber nicht mehr. Das habe ich vorhin noch reingenommen. Und hier ist die Call-Tastenabfrage. Gut, und dann haben wir hier Setscreen. Das ist ein normales Setscreen, habe ich glaube ich gar nicht mehr in Benutzung. Dann haben wir hier Funktionen Pixel Change. Das heißt, da wird eine Leuchtdiode gesetzt oder gelöscht. Eine beliebige, die werden von 0 bis, ich glaube 83, 86 ist zu viel. Sind glaube ich 84 oder 83 sogar, also 0 bis 83 glaube ich. Muss ich nochmal ein bisschen abändern, die Kommentare hier. Und das ist nicht so ganz trivial. So, die wird eben immer wieder genutzt von den Programmen. Dann haben wir hier ein Pixel Get, da wird eine Leuchtdiode abgefragt, welchen Wert hat die. Hier ist die Beschreibung der Programme, die man da mit diesen db-Befehlen setzen kann. Also Befehl 1, mehrere LEDs setzen oder löschen mit Wartezeit Wait, an aus, 0 aus, 1 setzen, und danach folgen die Leuchtdioden. Das heißt, ich sage hier, würde jetzt der Befehl so aussehen, als Beispiel 0 für den Start, dann 0,1 für den Befehl, dann die Anzahl, zum Beispiel 10, dann Wait eine 0 für sofort, dann geht es ohne Delay oder irgendein Wert, dann geht es halt langsamer. Dann an aus, dann machen wir 1, wenn es gesetzt werden soll als Beispiel. Und dann kommen die Leuchtdioden, die gesetzt werden sollen, die 10 Stück. Ich habe ja eine 10 angegeben, da sage ich dann hier zum Beispiel 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter, bis ich 10 Stück habe. Und dann sieht dann so aus, wie man das am Start gesehen hat mit den 5 waren es in dem Fall nur gesetzten Leuchtdioden. Das 02, der wird ziemlich häufig benutzt. Da wird eben zwischen Start und Ende werden die LEDs gesetzt. Auch mit einem Delay, damit das langsam aufbauen kann. An aus, 0 an, 1 aus. Und der Befehl kann auch rückwärts, dann wird 0x80 auf den An-Aus-Wert addiert. Dann müssen die Start und End eben umgekehrt angegeben werden. Also normalerweise, ich sage jetzt mal 1 bis 5 und umgekehrt dann 5 bis 1. So, dann haben wir Befehle, um einzelne LEDs zu setzen. Das sind diese beiden hier. Einmal setzen, einmal löschen. So, dann haben wir hier einen reinen Delay. Befehl Nummer 5, Befehl Nummer 6. Das ist dasselbe wie der Befehl 1, aber die werden halt an und direkt wieder ausgemacht. Das ist das, wo die LEDs so flackern. Da wird eben LED Nummer 1 und 30, LED Nummer 2 und 29. Und dadurch, dass sie immer ausgeschaltet werden, dann flackern die. So, das haben wir hier, Befehl 6. So, das hier ist dasselbe, aber mit dem Start und End, also wenn die in einer Reihe sind. Das ist das Blinken, und zwar von bis Leuchtdiode, mit welcher Verzögerung und wie oft. So, den habe ich glaube ich noch gar nicht drinnen. Das ist Aus- und Anschalten, das ist das Blinken umgekehrt. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht programmiert oder noch nie genutzt. So, dann haben wir hier das Toggeln der Leuchtdioden, die man danach angibt. Also hier sagt man wieder, wie viel Stück
mit welcher Verzögerung. Dann kommt die Leuchtdiode 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 9, 11. Also das ist beliebig. So, hier ist das Toggeln von bis. Und hier ist das Toggeln abwärts. Das heißt, dass es in der umgekehrten Richtung geht. Auch da dann Start und End rumdrehen. So, hier haben wir Rollen von nach oben. Und das ist nicht der, den wir gerade sehen, weil das ist der Nummer 16. Am Anfang, gleich sehen wir das wieder. So, hier ist das Rollen in der anderen Richtung. Dann haben wir hier, das sind ist der Befehl, wo es dann nicht mehr flackert. Und zwar, da werden auch die Leuchtdioden, die Anzahl der Leuchtdioden gesetzt, von 1 bis wie auch immer. Und danach kommen die Leuchtdioden und dann hat man immer eine 1, eine 2, eine 3. Und die letzte Leuchtdiode einer Folge wird dann mit plus 128 gekennzeichnet. Und dann werden die gesetzt, schnell, das heißt ohne Verzögerung. Die letzte sorgt dann dafür, dass eine Verzögerung eingehalten wird und danach werden diese gelöscht und dann geht es mit der nächsten Folge weiter. Deswegen flackert es nicht in dem Beispiel. So, hier sieht man wieder, nee, das ist es nicht, ist nicht das Rollen, aber da sieht man, da geht es in dieselbe Richtung, von oben nach unten. So, dann haben wir hier, muss ich gerade mal schauen, genau, das ist der Rollbefehl, wo ich die LEDs beliebig definieren kann, die ich als Lauflicht nutzen möchte. Und die Reihenfolge lässt sich hier nicht ändern. Das heißt, da muss man dann ganz einfach die Folge, die man dahinter hängt, wenn man es andersrum haben will, umdrehen. Ist ein bisschen Tipparbeit in diesem Befehl, aber man muss ja auch nur einmal machen. So, dann haben wir hier noch Variablen. Und zwar, ich habe Variablen von 0 bis 9, beziehungsweise ich habe die dann als A, B, C und so weiter gekennzeichnet. Und die kann ich einmal mit dem Wert setzen und dann kann ich eine LED in eine Variable schreiben. Das heißt, da kommt dann rein Befehl 18. Variable, da habe ich hier nur mal die 0 benutzt in dem Beispiel oben. Und welche LED? Das ist die ich für diesen Rotationsbefehl hier brauche, um die letzte LED auszulesen und dann da reinschreiben zu lassen. Okay, und dann kommt das tolle Ranproc. Das ist ein Riesending. Also erstmal hier, da wird ein bisschen was gemacht, da wird geguckt. Ist das erste Byte 0? Wenn nicht, dann beende es sofort. Das macht keinen Sinn. Und dann sind wir wieder raus. So, dann kommt hier, ist das FF? Wenn ja, dann mach auch Schicht. Also dann springt er auch nach RPCon 2. Und hier kommen dann die verschiedenen Befehlsabfragen. Das heißt, Befehl 1, mehrere LEDs setzen, Anzahl, Delay, an, aus. So, hier wird die Anzahl geladen in Temp 5. Dann, das macht man hier, LPM, Temp 5 und dann hier hinter Z+. Dadurch wird der Z-Counter erstmal ausgelesen, danach, also ein Pre-Increment, danach um 1 erhöht. Und dann Temp 4 wird das Delay, Temp 3, ob die an und aus ist. Und dann wird noch, dann kommt die Loop, die Schleife und dann wird hier lade die LED, da steht Temp 5, das ist natürlich Unfug, Temp 2 und dann wird die aufgerufen, der Delay ausgeführt, Temp 5 um 1 verringert und wenn das nicht 0 ist, dann wird zurückgesprungen in die Loop. So, dann kommt nochmal ein Delay am Ende und das war's. RPCon 1 geht dann weiter, dann wird geguckt, kommt ein FF. Wenn nein, kommt ein 00. Wenn 00 kommt, ja, da kommt ein neuer Befehl. Das heißt, man kann mehrere von diesen Befehlen hintereinander machen. So, das ist dann hier der zweite Befehl zwischen Start und Ende. Da wird hier der Start reingeladen, das Ende reingeladen, Delay
und an aus. Und dann wird hier geguckt, beziehungsweise doch, genau, da wird Temp 3, da wird geguckt, ist das rückwärts oder vorwärts, und dann wird die Temp 1, das kommt in Temp 7, das Ergebnis, ob es rückwärts oder vorwärts ist. Temp 2 wird mit Temp 5 geladen und um 1 verringert. Genau, ja. Und zwar um 1 verringert, weil ich nutze die LEDs 1 bis, und in dem Pixel Change wird von 0 bis, also um 1 verringert benötigt. Deswegen wird hier der eine wird der um 1 verringert. Dann kommt die Schleife, zeigt das an, macht den Delay. So, dann ist Temp 2 gleich Temp 6. Wenn nein, geh weiter und das beendet. So, dann haben wir hier, das ist so gemacht, weil ich kann das hier nicht benutzen, dass ich hier BEQ RPCon 1 schreibe, weil das ist zu weit außerhalb. So viel schafft der Befehl nicht, deswegen muss man das so lösen. So, dann geht es hier weiter. Welche Richtung? Hier, das ist nach oben, InkTemp 1. Und das hier ist nach unten, DeckTemp 2. Und dann geht das wieder zur Loop 2. Und wenn es fertig ist, dann ist halt fertig. Ja, toll. Hier, da sieht man hier, ist das Befehl 2. Wenn nicht, RPCon 4, springt er hier hin und dann kommt hier eine LED setzen, eine LED löschen, der normale Delay. Da wird also nur in Temp 4 der Delay-Wert geladen, Delay ausgeführt, und dann geht es wieder zurück. Und dann haben wir hier Befehl 7. Das ist zwischen Start und Ende kurzfristig setzen oder löschen. Also wie gesagt, da habe ich lang dran gesessen an dem ganzen Programm hier. Deswegen will ich da auch nicht allzu weit drauf eingehen. Das dauert halt sonst auch zu lange, das Video. So, dann Anzahl LEDs kurzfristig löschen oder setzen. Also hier werden wieder die einzelnen LEDs eingeladen und dann gesetzt und auch wieder gelöscht. Das mit dem Setzen und Löschen, das macht man folgendermaßen, dass man hier Call Pixel Change aufruft. Dann wird der Setzen oder Löschen, die Variable 3, da steht das drin, ob es gesetzt oder gelöscht werden soll. Der wird dann mit exklusiv oder invertiert. Und dann kommt der Pixel Change und dann wird es wieder gelöscht. Dazwischen Delay, und dann kommt wieder ein Delay und dann geht es weiter. Also von bis mehrfach an ausblinken. Ist auch nicht sonderlich schwierig. Obwohl, war schon genügend Arbeit. So, dann haben wir alle LEDs im Anhang invertieren. So. Ich mal gerade schauen. Ich glaube, ich habe mein Befehl 10. Doch, habe ich schon. Start bis Ende invertieren. Und rückwärts das Ganze. So, dann haben wir hier das Rollen. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. So, dann haben wir hier Anzahl LEDs mit Wait. Das ist der mit dem, wo es nicht mehr flackert. Da war ich auch eine ganze Zeit lang dran. Man merkt das auch hier an der Länge des Programmteils. So, die Sachen, die sind relativ einfach. Die variablen Sachen, die Variable wird mit dem Wert gesetzt. Dann der LED-Zustand wird eingeladen. Auch nicht sonderlich lang. Und dann kommt eben dieses beliebige LEDs-Rollen. Und das war das letzte, wo ich dran war. Außer eben jetzt die Sache mit dem Hell-Dunkel. Das habe ich zuletzt gemacht. Also hier sieht man auch, ist jetzt nicht sonderlich lang, aber da war ich lange dran, die
weil es eben nicht so lief, wie ich wollte. Und da musste man die Fehler ausmerzen. Jo, und dann kommt hier der Delay-Befehl. Hier unten die Tastenabfrage. Die ist gar nicht so einfach. Und zwar, da wird hier eingeladen und dann wird geguckt, ist die Taste gedrückt? Okay, dann guckt man nach, ist die Taste vorher schon gedrückt gewesen? Ja, okay. Wenn das vorher schon gedrückt worden ist, dann wird nichts gemacht. Ansonsten wird Intensity in dem Fall um 1 verringert. So, dann wird geguckt, ob das Min-Intens beträgt. Und wenn ja, dann wird es um Min-Intens auf Min-Intens plus 1 gesetzt. So, dann wird das in die Timer 2 Funktion geschrieben, damit eben da die Leuchtdioden entsprechend an- und ausgeschaltet werden, damit es dunkel werden kann. Und hier geht es dann weiter. Dann wird der Wert gespeichert, damit ich hinterher wieder gucken kann, war die Taste schon gedrückt oder nicht. In dem Fall wird zwischengespeichert, dass die Taste schon mal gedrückt worden war. Und hier ist dann die Taste 1 wurde noch nicht gedrückt. Dann wird zwischengespeichert, die Taste war nicht gedrückt. Und dann wird weitergemacht mit der Taste Nummer 2 für den Heller. Geht es dann genauso, ist die gedrückt und genauso wird zwischengespeichert. Und hier unten, da bei wo haben wir es hier? Tast 1 vorher, Tast 2 vorher, da kommt das Ganze mit dem Repeat. Und zwar, da wird geguckt, wenn man lang genug die Taste drückt, dann wird diese Variable KeySafe gelöscht und dann kann wieder eine Taste gedrückt werden, obwohl ich die durchgehend drücke. Jo, und das war's mit dem Programm. Also, man merkt hier, das ist schon ein Haufen Arbeit. Ich werde das Programm so, wie es hier ist, wenn es komplett ist, irgendwie schauen, dass ich es veröffentlichen kann, dass jeder darauf Zugriff hat. Und im Moment ist das halt hier auf so einer Platine, auf so einem Breadboard. Ich möchte gern mindestens unten die restlichen Leuchtdioden noch ansteuern. Vielleicht auch noch mehr. Ich habe genügend im Moment von den Leuchtdioden. Irgendwann möchte ich natürlich auch meine Platine, die ich in KiCad erzeugt habe, produzieren lassen. Kostet alles Geld und das muss man halt haben. So viel Geld kostet es nicht, aber es gibt halt andere Sachen, die wichtiger sind bei den Anschaffungen. Okay, damit nochmal, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.